Wir überwachen heute Espressona Signora in der Schule und zu Hause mit der Drohne. Espressona Signora ist die böse Schwester von Ballerina Cappuccina. Wir werden heute Espressona Signora zu Hause überwachen. Deswegen fliegen wir heute mit dieser Drohne zu Espressona Signora nach Hause. Wir werden Espressona Signora suchen und wenn wir sie finden, muss sie sich bei Ballerina Cappuccina entschuldigen. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Wir müssen uns beeilen, bevor Espressona Signora nicht mehr da ist. Aus diesem Grund starten wir diese Drohne sofort. Wir sind jetzt bei dem Haus von Espressona Signora und schaut euch mal an, wie gruselig das aussieht. Das sieht wirklich gruselig aus, aber wir können nur hoffen, dass sie auch zu Hause ist. Aus diesem Grund fliegen wir alles ab und schaut euch mal, was hier ist. Hier sind Vögel. Ich habe keine Ahnung, warum da Käfige stehen in dem Haus. Und da sind Tiere drin, die sind gefangen. Warum hält Espressona Signora sie gefangen? Sind es ihre Haustiere oder wie? Wir fliegen jetzt in das Haus rein mit euch zusammen und schauen, ob Espressona Signora hier ist. So, bei dir, da ist sie! Da ist Espressona Signora, ihr seht sie. Ihr seht sie live in Farbe. Sie bewegt sich, Leute, Mann, wir müssen ihr hinterher fliegen. Natürlich, aber Gott sei Dank, sie ist wirklich zu Hause. Wir hatten recht. Sie ist abgehauen, sie versteckt sich irgendwo hier in dieser Müllhalde. Und ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir haben wirklich Espressona Signora gefunden zu Hause. Und abonniert unseren Kanal. Abonnieren hier auf YouTube ist kostenlos. Es kostet dich nichts, also klick jetzt auf den Abonnieren-Button. Calvin und Flexi abonnieren, ganz einfach. Wir fliegen weiter. Ihr habt es gesehen, Leute, die hat da irgendwelche Haustiere zu Hause. Ich bin echt gespannt, was sie alles zu Hause noch hat. Sie hat hier ganz viel Zaun. Habt ihr es gesehen? Ja, Zaun, aber fällt dir was auf? Da stehen überhaupt keine Möbel. Und ganz viel Schrott liegt da auf dem Boden rum. Und kein Regal, wo man alles aufstellen kann. Sie hat auch keine Farbe an der Wand und sie hat auch keine Türen. Ich wollte gerade sagen, wir können mit der Drohne einfach durchfliegen, weil es gibt keine Türen und wahrscheinlich auch keine Fenster. Komm, sollen wir darüber fliegen? Ja, fliegen wir, aber auf, vorsichtig. Wir müssen echt aufpassen, Leute, nicht, dass wir anstoßen, weil wenn wir jetzt anstoßen, ist unsere Drohne weg. Der Raum ist aber einfach leer. Da ist einfach nichts drin. Guck mal, da ist sogar nicht mal eine Wand. Da ist einfach irgendwelche grüner Dschungel. Und da ist eine Treppe ohne Geländer. Was machen wir? Sollen wir da hochfliegen? Wie kann man denn so wohnen? Wir fliegen mal ein bisschen hoch und gucken, ob wir Espressona Signora hier finden. Wir wissen, dass sie zu Hause ist. Irgendwo da muss sie sein. Wir haben sie ja schon einmal gesehen. Hoffentlich finden wir sie noch ein zweites Mal. Und ich bin echt gespannt, was noch alles in dieser... Da ist sie, Espressona Signora, ihr seht sie. Sie ist tatsächlich oben gewesen, wie du es gesagt hast. Und sie ist wieder in das Haus rein. Wir fliegen hinterher. Hinterher, aber vorsichtig. Habt ihr das gesehen, Leute? Boah. Ich bin fast angestoßen an der Wand. Obwohl keine Türe drin ist. Guck mal, hier ist ganz viel Müll auf dem Boden. Und rot, alles ist rot. Wo wohnt die? Wie wohnt die denn? Wie kann sie da überhaupt drin wohnen in diesem Haus? Sie ist hier nicht. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, die hat gerade auf unsere Drohne geschlagen. Oder bist du gegen die Wand geflogen? Nein, sie ist doch hier reingelaufen. Sie hat auf unsere Drohne geschlagen und ist abgehauen. Dann vorsichtig, die Drohne darf auf keinen Fall herunterfallen in diesem Haus. Ihr seht es, Leute, wir fliegen hier in echt mit euch in ihrem Haus. Krass, und keine Fenster, keine Türen, keine Fenster. Wir müssen aber für euch da draußen Espressona Signora finden. Ihr wisst ja alle, wie sie aussieht, oder? Wie eine Espresso-Tasse. Pass auf! Ich bin abgestürzt. Weil du auf meine Tasse geschaut hast. Espressona Signora. Ich hätte nicht hingucken dürfen. Wir müssen jetzt unsere Drohne wieder starten. Ich hoffe, unsere Drohne fliegt noch. Probier's aus. Okay, sie geht hoch. Oh mein Gott, sie fliegt. Gott sei Dank, wir sind wieder in der Luft, Leute. Wir suchen weiter nach Espressona Signora. Eine Kaffeetasse wie eine Espresso-Tasse. Aber was krass ist, sie ist ganz alleine zu Hause, kann es sein? Hier ist niemand. Hier ist Nur sie. Nur sie ist hier. Dann bin ich echt gespannt, was sie alles da drin vorhat. Was macht sie denn den ganzen Tag zu Hause? Ich bin schon wieder irgendwo angestoßen. Aufpassen, Mann. Da ist sie! Espressona Signora bei der Tischtennisplatte. Ihr seht sie. Ja, aber sie kann doch nicht Tischtennis spielen alleine. Wo ist sie hin? Sie ist wieder abgehauen. Wahrscheinlich ist sie nach draußen gegangen. Meinst du, sie ist rausgegangen? Ja, da war noch keine Türe und sie ist einfach nach draußen gegangen. Da war aber auch eine Treppe. Hier seht ihr den Hase. Sie hat noch ein Haustier, einen Hasen. Wieso hält sie denn überhaupt einen Hasen? Und vor allem in einem Käfig gefangen? Das geht doch gar nicht. Ja, aber das ist doch nicht... Ist es ihr Kuscheltier? Ich weiß es nicht. Wohin fliegst du denn jetzt? Ich würde sagen, wir fliegen die Treppen hoch. Vielleicht ist sie nach oben abgehauen. Oder vielleicht auch ganz aufs Dach. Meinst du aufs Dach? Kann natürlich auch sein. Wenn sie weggerannt ist, ist sie nach oben gerannt. Ihr schaltet auf gar keinen Fall ab. Ihr schaut das Video bis zum Schluss. Wir fliegen jetzt hoch aufs Dach. Leute, wir sind jetzt wieder ein Stockwerk weiter oben. Und wir gehen davon aus, dass Espressona Signora da oben ist.
Wir fliegen jedes Zimmer ab. Ihr könnt es sehen, wir fliegen hier mit unserer Drohne durch ein Haus. Das ist sehr gefährlich. Es ist aber kein normales Haus, es ist eher ein Gruselhaus, weil auch oben gibt es wieder keine Möbel und keine Türen. Nur irgendwelche Plastikschilder, die auf dem Boden liegen. Warum denn Plastikschilder, die auf dem Boden liegen? Es gibt noch ein Stockwerk. Können wir noch ein Stockwerk höher oder hier rechts lang? Ich weiß es nicht. Wir fliegen hier rechts lang und gucken in jedes Zimmer. Wir haben es euch versprochen. Wir suchen Espressona Signora. Aber da ist es doch ziemlich dunkel. Oh mein Gott, da fehlen auch sogar die Toiletten. Ich sehe nur den Wasseranschluss. Und kein Licht. Deshalb war es da drin so dunkel. Da können wir eigentlich nicht reinfliegen. Da stoßt du mit der Drohne noch an die Wand. Wir fliegen da auf gar keinen Fall ran. Ich habe die Drohne schon einmal abgestürzt heute. Da ist es auf jeden Fall heller. Da suchen wir sie nochmal. Irgendwo muss sie sein. Sie ist hundertprozentig zu Hause. Du erkennst es aber. Die Balkontüre ist zu. Die kann also nicht rausgegangen sein. Stimmt. Aber wo ist sie dann? Ist sie überhaupt noch zu Hause oder ist sie ganz weg? Schau mal, hier ist nochmal so ein dunkler Raum. Und endlich mal das erste Fenster, glaube ich, was ich gesehen habe. Schau mal, hier ist es heller. Hier ist es hell, stimmt. Und hier ist aber wieder keine Toilette. Nein, da ist überhaupt nichts drin. Espressona Signora ist da aber auch nicht drin. Das bedeutet, wir haben es gerade gesehen, wir fliegen ein Stockwerk höher. Wir gehen zurück zur Treppe und laufen hoch. Wir fliegen jetzt durchs Fenster auf den Balkon. Vielleicht ist sie ja draußen. Nein, ich traue mich nicht raus. Ich weiß, dass sie im Haus ist. Ihr habt sie ja zweimal gesehen schon. Aber in der Zeit, es gibt ja keine Türen, kann sie auch ganz einfach abgehauen sein. Aber wohin? Ich weiß es nicht. Dann fliegen wir jetzt im 3. Stock, noch ein Werk höher. Dann fliegen wir jetzt ganz nach oben. Da wird sie doch hoffentlich sein. Und wenn sie da nicht ist, dann müssen wir weiterfliegen. Dann fliegen wir aus dem Gebäude raus und suchen sie danach draußen. Sehr gute Idee. Dann fliegen wir jetzt zum Sportplatz, weil ich sehe sie hier nirgendwo. Dann ist sie vielleicht dort. Sollen wir echt zu den Sportplätzen fliegen? Wir müssen. Zu Hause ist sie nicht mehr. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Wir fliegen mit euch jetzt direkt mit unserer Drohne zu den Sportplätzen. Und hoffentlich finden wir sie da. Ich hoffe es auch. Da sind wir jetzt schon bei den Sportplätzen. Ihr könnt es sehen. Und ich sehe aber niemanden außer ein grünes Sportplatz. Nee, und der ist auch ganz leer. Da unten läuft jemand. Und der hatte schwarze Klamotten an. Das ist sie. Das ist Espressona Signora. Wir hatten recht, sie ist wirklich auf dem Sportplatz. Das bedeutet, sie ist von zu Hause abgehauen, weil sie Angst vor uns hat. Natürlich, sie hat unsere Drohne gesehen, ist von zu Hause weg und ist jetzt hier zum Sportplatz nebenan gelaufen. Aber sie ist wieder untergetaucht. Ich finde sie nicht und der Sportplatz ist so groß, sie kann sich überall verstecken. Da gibt es sogar mehrere Sportplätze und die sind riesengroß, aber wir haben hier eine Drohne, wir können jeden einzelnen Sportplatz abfliegen. Wir hatten gerade den Fußballfeld gesehen, hier gibt es noch ein Basketballfeld und es gibt noch ein Tennisfeld. Noch viele Felder, die wir abfliegen können, weil sie ist dort auf dem Sportplatz. Schau mal da unten, da ist eine kleine Sportanlage. Was ist das denn? Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein sehr kleines Sportfeld. Da ist auch jemand Schwarzes. Ist das Espressona Signora? Flieg mal ein bisschen näher ran, oder? Nee. Das ist niemand. Das ist niemand. Das war nicht Espressona Signora. Weil ihr wisst ja, Espressona Signora ist die Schwester von Ballerina Cappuccina. Sie hat immer ein schwarzes Kleid an und raucht Zigaretten. Das ist ganz schlecht. Genau, aber deshalb wissen wir auch, wie sie aussieht und deshalb können wir sie auch mit der Drohne gut sehen und finden. Dann fliege ich jetzt einfach mal zu diesem Tennisfeld hier unten. Da kann sie natürlich auch sein. Vom Sportplatz zum Tennisfeld. Und da ist noch ein Volleyballfeld. Da! Oh mein Gott, da! Nein, warte. Das ist... Ich dachte, es wäre Espressona Signora, aber das ist nur eine Person mit einer pinken Jacke. Ich wollte gerade sagen, diese Person hat was Pinkes an. Espressona Signora hat immer ein schwarzes Kleid an. Immer. Gut, dass ihr Espressona Signora gefunden habt, aber sie ist jetzt in der Schule. Blippi, was machst du denn hier? Espressona Signora ärgert gerade Ballerina Cappuccina in der Schule. Und wie können wir Espressona Signora aufhalten? Das wurde alles auf dieser Kamera aufgenommen und das müsst ihr euch jetzt angucken. Ich kann es gar nicht abwarten zu sehen, was Espressona Signora in der Schule angestellt hat. Ich bin so gespannt, was alles auf diesen Aufnahmen drauf ist. Ich habe die Kamera jetzt an den Fernseher angeschlossen. Und wir schauen uns jetzt den Espressona Signora Film an. Jeder, der noch zuschaut, lasst ein Like da und schaut unbedingt das Video bis zum Ende. Wir fahren gerade direkt zur Schule. Sie ist da. Das ist die Schule. Ihr könnt es sehen. Da ist Espressona Signora. Und wer ist da noch? Udindin. Und was macht Espressona Signora? Wir folgen ihr. Wir haben ja gehört, dass sie böse ist. Jetzt gehen sie wirklich live in die Schule rein. Ich bin so gespannt, wer da noch alles in der Schule ist. Wahrscheinlich sind da alle von Italian Brainrot. Hey, das wäre richtig cool, wenn die alle in einer Klasse wären. Tunk, 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 Sahur, Bombardino, Krokodilo, Tralalero, Tralala. Und natürlich Ballerina Cappuccina und ihre Schwester Espressona Signora. Aber fällt dir was auf?
In dem Klassenzimmer sitzen nur 3 Personen. Schau mal, wer da alles sitzt. Udin-Din, Tung-Tung-Tung Sahur und Espressona Signora. Ich verstehe es nicht. Was machen die da? Ist aber eine kleine Klasse, wenn die nur zu dritt sind. Und ihr guckt euch mal an, wie böse Espressona Signora schaut. Da merkt man richtig, dass sie, glaube ich, wirklich böse ist. Und alle sitzen außer Espressona Signora. Da kommt die Lehrerin. Es ist Wahnsinn. Und ihr seht es, die Kameraaufnahmen sind so geheim, dass die Lehrerin uns nicht gesehen hat. Sie hat uns nicht mal entdeckt. Leute, wie cool. Aber was macht die Lehrerin jetzt mit nur 3 Schülern? Alle stehen jetzt langsam auf. Sie geht aus dem Klassenzimmer raus? Ist die Stunde etwa schon vorbei? Wahrscheinlich müssen die hier gerade alle nachsitzen. Natürlich, das kann natürlich sein. Die 3 Bösen müssen nachsitzen. Udin-Din, Tung-Tung-Tung Sahur und Espressona Signora. Tung-Tung-Tung Sahur verlässt das Klassenzimmer. Wohin geht er? Da bin ich mal gespannt. Oh mein Gott, hat er etwa die Kamera gesehen? Ich glaube, er guckt gerade in die Kamera, oder? Das kann doch nicht sein, das sind doch versteckte Kameras. Schau mal, da kommt Udin-Din-Dun. Oh nein, der guckt auch in die Kamera. Wir wissen doch, dass Udin-Din-Dun und Tung-Tung-Tung Sahur verliebt sind in Ballerina Cappuccina. Vielleicht deshalb sind sie jeweils verschieden auf einem Gang und nicht zusammen unterwegs. Ich glaube, es kommt gleich zu einem richtig großen Streit. Leute, ihr seht es, die streiten sich. Ich kann gar nicht hingucken. Oh nein, Udin-Din gegen Tung-Tung-Tung Sahur auf der Schule. Wegen Ballerina Cappuccina und Espressona Signora hat das Ganze veranstaltet. Die streiten sich einfach wegen einem Mädchen. Und jetzt seht ihr es, Tung-Tung-Tung Sahur verlässt den Schulraum. Mit Ballerina Cappuccina? Und wo ist Espressona Signora hin? Ich weiß nicht, die muss immer noch in der Schule sein, beim Nachsitzen. Blippi hatte recht, das Video ist viel zu spannend. Espressona Signora ärgert wirklich alle. Aber wie können wir denn da helfen? Was können wir denn dagegen tun mit eurer Hilfe zusammen? Schaut es euch an. Ballerina Cappuccina und Tung-Tung-Tung Sahur in einem Auto. Die fahren zusammen weg? Sagt mir nicht, die fahren jetzt nach Hause. Die Frage ist, wo ist Udin-Din hin? Ist egal. Wichtig ist, dass Espressona Signora alle in Ruhe lässt. Die ist ja immer noch alleine in der Schule. Alle haben das Schulgebäude verlassen, bis auf Espressona Signora. Ihr seht es hier gerade. Sie sind ausgestiegen und sie laufen zu ihm nach Hause. Aber die Schule kann doch noch gar nicht vorbei sein. Was hat die vor? Was machen die 2? Wir sind jetzt wieder zu Hause. Jetzt bin ich echt gespannt, was die beiden da machen. Aber Ballerina Cappuccina geht alleine in das Haus. Wo ist Tung-Tung-Tung Sahur? Der war doch gerade noch mit dem Auto. Sie geht in ihr Zimmer, die Ballerina? Warum? Was macht sie denn jetzt in ihrem Zimmer? Sie legt sich in ihr Bett und schläft ein. Jeder, der noch zuschaut, lasst ein Like da und schaut unbedingt das Video bis zum Ende. Wir fahren gerade direkt zur Schule. Sie ist da. Das ist die Schule. Ihr könnt es sehen. Da ist Espressona Signora. Und wer ist dann noch? Udin-Din. Und was macht Espressona Signora? Wir folgen ihr. Wir haben ja gehört, dass sie böse ist. Jetzt gehen sie wirklich live in die Schule rein. Ich bin so gespannt, wer da noch alles in der Schule ist. Wahrscheinlich sind da alle von Italian Brainrot. Hey, das wäre richtig cool, wenn die alle in einer Klasse wären. Tung-Tung-Tung Sahur, Bombardino Krokodilo, Tralalero, Tralala. Und natürlich Ballerina Cappuccina und ihre Schwester Espressona Signora. Aber fällt dir was auf? In dem Klassenzimmer sitzen nur 3 Personen. Schau mal, wer da alles sitzt. Udin-Din, Tung-Tung-Tung Sahur und Espressona Signora. Ich verstehe es nicht. Was machen die da? Ist aber eine kleine Klasse, wenn die nur zu dritt sind. Und ihr guckt euch mal an, wie böse Espressona Signora schaut. Da merkt man richtig, dass sie, glaube ich, wirklich böse ist. Und alle sitzen außer Espressona Signora. Da kommt die Lehrerin. Es ist Wahnsinn. Oh nein, der guckt auch in die Kamera. Wir wissen doch, dass Udin-Din-Dun und Tung-Tung-Tung Sahur verliebt sind in Ballerina Cappuccina. Vielleicht deshalb sind sie jeweils verschieden auf einem Gang und nicht zusammen unterwegs. Boah, ich glaube, es kommt gleich zu einem richtig großen Streit. Leute, ihr seht es, die streiten sich. Ich kann gar nicht hingucken. Oh nein, Udin-Din gegen Tung-Tung-Tung Sahur auf der Schule. Wegen Ballerina Cappuccina und Espressona Signora hat das Ganze veranstaltet. Die streiten sich einfach wegen einem Mädchen. Und jetzt seht ihr es, Tung-Tung-Tung Sahur verlässt den Schulraum. Mit Ballerina Cappuccina? Und wo ist Espressona Signora hin? Ich weiß nicht, die muss immer noch in der Schule sein beim Nachsitzen. Blippi hatte recht, das Video ist viel zu spannend. Espressona Signora ärgert wirklich alle. Aber wie können wir denn da helfen? Was können wir denn dagegen tun mit eurer Hilfe zusammen? Schaut es euch an. Ballerina Cappuccina und Tung-Tung-Tung Sahur in einem Auto. Die fahren zusammen weg? Sagt mir nicht, die fahren jetzt nach Hause.